Es geht gleich weiter und wir müssen jetzt hier gleich wenden auf dem schmalen Kanal. Ich weiß gar nicht so richtig, wie breit der überhaupt ist oder auch überhaupt quer durchpassen. Aber das werden wir gleich sehen. Wir sind komplett ab. Ganz schmal hier vorne. Aber unser Skipper kriegt das super hin. Klappt. Alles gut, passt. Dann könnt ihr das auch. Wir haben wie immer eine Drehung auf dem Teller gemacht. Und schon sind wir rum. Da kann ein 15-Meter-Boot kann hier wenden. Klappt da wunderbar. Besser als gedacht. Wir haben Glück. Heute Morgen ist kein Wind. Und wir kommen also gleich gut durch die Engstelle. Man muss immer beachten, wenn der Wind auf eine Seite drückt und man versucht gegenzulenken, dann wird das Heck ja noch mehr auf diese Seite gedrückt. Das heißt, am besten Bugstrahler weg und gegenlenken. Also im Prinzip wieder Richtung Ufer lenken, dann wird das Heck hinten auch weggedrückt. Und mit dem Bugstrahler kann man vorne den Bug wegdrehen. Das Deck ist nass. Marina nutzt das gleich zum Wischen. Wir sind bald an der Schleuse und wenden den gleichen Trick an wie bei den Brücken. Wir klemmen uns hinter den Frachter und hoffen, dass wir mit in die Schleuse kommen. Wir sind jetzt hier hinter dem Frachter und hoffen, dass der in die Schleuse einfahren kann. Denn für den wird die Schleuse ja so eingestellt, dass der möglichst gleich reinfahren kann. Und ich habe gerade mit dem Schleusenwärter gesprochen auf Kanal 20 und wir können hinter der Berufsschifffahrt reinfahren. Aber was ich auch sehe ist, dass der von der anderen Seite in die Schleuse reinfährt. Das heißt, wir schleusen erst noch mal von der anderen Seite. Da vorne ist der Schleusenbereich und wir schleichen uns da schon mal langsam ran. Auf solchen Kanälen hat die Berufsschifffahrt in Schleusen immer Vorfahrt. Deswegen halten wir uns jetzt erstmal dahinter. Die Schleusenzeit ist relativ kurz. In der Zeit, wo wir jetzt rangefahren sind, ist noch von der Gegenseite jetzt ein Schiff der Reichswasserdraht geschleust worden. Und wir können jetzt praktisch direkt durchfahren. Das ist das Schöne, wenn man hinter einem Berufsschiff hängt. Dann wird das natürlich so getaktet, dass sie nach Möglichkeit keine Pausen haben. Das läuft recht gut, wenn die Schleuse natürlich nicht zu voll ist. Du hast uns wieder ordnungsgemäß an der Schleuse angemeldet, stimmt's? Ja. Na dann, ich gehe nach vorne. So, ich werde beide Seiten vorbereiten, damit der Skipper auch Backbord oder Steuerbord die Leinen hat. Jetzt hole ich mir natürlich dann noch mal meine Wunderwaffe. Die Leinen sind hinten vorbereitet für dich, beide Seiten. Ich hoffe ja nicht, dass da hinten das Regenfeld sich jetzt gleich über uns niederlässt. Den Kleinen lassen wir jetzt hier noch vor, der auch hier gewartet hat. Wenn es hier mal voll ist, dann ist rechter Hand ein Steiger für Sportboote, wo man dann festmachen muss, um abzuwarten, dass man in die Schleuse darf. Es ist immer ein Geduldsspiel, hinter dem Berufsschiff reinzufahren, weil der natürlich sehr langsam fahren muss. Wir wollen ja nicht, dass der vorne das Schleusentor kaputt fährt. Das ist für heute die erste Schleuse. Dann haben wir noch eine zweite Schleuse und dann noch ein paar Brücken. Und dann werden wir unser Tagesziel erreichen. Hoffentlich gegen Mittag. Aber ich sehe jetzt schon, wir haben Platz genug. Der Kleine geht links, dann gehen wir rechts. Okay, dann überquere ich mal unser Boot. Die Schleuse sind 190 Meter, der Schiff ist 110, also Platz genug haben wir. Du kommst nicht dran. Ja, das ist hier für Sportboote nicht so geeignet. Die hohe Bordwand ist bei uns natürlich immer problematisch, dass man halt hinten nicht so leicht an den Poller kommt.
Da hat Frank und Claudia da schon ein bisschen mehr Glück, dass der Frank hinten auf der Badeplattform stehen kann. Aber es muss ja immer alles Vor- und Nachteile haben, ne? Die Brücke ist auf, der vor uns gibt schon Gas. Ich habe schon ab, Jürgen. Ich warte jetzt noch, dass wir nicht so ganz in den Strudel kommen. Geht ein bisschen hin und her, weil ich immer nur mit einem Motor fahren kann, weil wir sonst zu schnell werden und auf den auflaufen. So, aber jetzt ist er raus, kann Gas geben und wir können hinterher. Jetzt muss ich mich sputen, es fängt an zu regnen. Also man merkt deutlich, wenn ich beide Motoren am Laufen habe und die Schrauben drehen, dann halten wir sauber die Spur trotz Schraubenwasser. Sobald ich den Gang rausnehme, dann bricht das Boot aus, weil es keinen Vortrieb mehr hat und dann nicht mehr in der Spur gehalten wird. Und jetzt überlegen wir, ob wir hinter dem bleiben und mit dem durch die zweite Schleuse gehen oder den überholen. Mal schauen, wie schnell er fährt. Man sieht schön, wie nah der doch am Ufer lang fährt und es genügend Abstand zwischen den beiden großen Schiffen gibt. Ja, wir haben uns entschieden, jetzt dahinter zu bleiben, weil es kommen noch Brücken, die für Frank sowieso geöffnet werden müssen. Da müssen wir eh warten. Und so wie es aussieht, muss die Brücke für den auch geöffnet werden. Von daher lassen wir uns jetzt Zeit. Bringt uns ja auch nur am Ende 20 Minuten, wenn die Brücken denn überhaupt für uns alleine öffnen würden. Wir folgen jetzt dem Frachter und ich kann ihm mal jetzt genau sehen, wie schnell er fährt. Hier sehe ich, dass er 11,5 gerade fährt. Ich kann dementsprechend auch meine Geschwindigkeit anpassen, sodass wir immer den gleichen Abstand halten. Marina liefert jetzt hier Essen, wird gefrühstückt. Der ist unbeladen, hat also weniger Tiefgang, darf entsprechend schneller fahren. Ja, der darf 13 fahren, während der Grund beladen ist und daher nur langsamer fahren darf. Also alle, die von Norden kommen, sind fast alle unbeladen. Gut, dass es kein Geruchsvideo gibt. An Marinas Fleischwurst liegt es nicht. Aber hier ist kein guter Geruch gerade in der Luft. Ja, die Bauern haben gedüngt. Ja. Die Brücke vor uns wird hochgefahren, sodass wir dann durchfahren können. Das ist aber auch cool. Und schon haben wir grün. Und wir fahren hinter dem Frachter einfach durch. Guten Mittag, hier spricht Sportboot Maxi. Wir fahren hinter der Nassau gerade noch durch die Brücke durch. Wir brauchen auch die höhere Brücke. Ja, Sie können mitkommen, die Nassau. Dankjewel. So, ich hatte Bescheid gesagt, dass wir mit durchfahren. Ah, super. Hier sehen wir mal eine ganz andere Konstruktion. Die Brücke fährt nach oben. Supi. Kanalfahren ist natürlich schon ziemlich langweilig, wenn man dann hinter so ein Berufsschiff halt langdümpeln muss. Aber da müssen wir jetzt durch. Zum Glück ist es schön grün rechts und links, sodass das nicht ganz so langweilig ist. Wenn jetzt hier nur Industrie wäre, wäre das nicht schön. So geht's ja. Die nächste Brücke ist 4,65. Wir kämen da durch, Frank nicht. Und die spannende Frage ist jetzt, ob der Berufsschiffer vor uns durchkommt oder ob die Brücke gehoben wird. Wenn sie nicht gehoben wird, dann hat er uns abgehängt. Wir nähern uns der nächsten Brücke, die auch schon rot-grün anzeigt. Mal schauen, ob die auch wieder nach oben geht. Ich kann es mir gut vorstellen. Eine kleine Siedlung kurz vor Groningen, schön am Wasser. Und wie gesagt, die Brücke ist wieder nach oben gegangen. Ich habe mit dem Brückenwärter auch schon gefunkt und ihm Bescheid gesagt, dass wir mit denen durchfahren. Super Konstruktion. Und die Brücke kann wieder runtergehen. Es sind doch einige Boote unterwegs auf dem Kanal. Uns kommen gerade welche entgegen. Charterboote, man erkennt das immer an diesen Stapelstühlen. Auch das ist ein Charterboot.
Die nächste Brücke zeigt rot-grün. Das ist schon klasse, da müssten wir uns nicht selber anmelden. Durch die Berufsschifffahrt kommen wir überall gleich durch. Auch diese Brücke geht nach oben. Das ist eine tolle Konstruktion. Ein Segler kommt von der Seite. Durch diese Schleuse kann man auch fahren, wenn man Richtung Groningen möchte. Aber wir fahren weiterhin geradeaus. In der Garmin-Karte im großen Display ist hier noch eine Brücke. Und in der Wasserkarten-App ist schon keine Brücke mehr. Die ist anscheinend 2022 hier abgebaut. Wieso hier noch eine Brücke eingezeichnet ist, obwohl ich das aktuelle Kartenupdate habe, ist mir nicht so klar. Hier steht ein Kunstobjekt. Langsam nähern wir uns unserem Ziel. Und wir müssen da auf jeden Fall noch durch eine Schleuse. Und die Brücken voraus, die sind hoch genug. Da kommen wir so durch. Da müssen keine Öffnungen vorgenommen werden. Die Natur ist vorbei. Jetzt kommen wir nach Groningen rein. Dann noch ein kleines Stück in den Kanal. Kommt noch eine Schleuse. Dann biegen wir rechts ab und fahren zum Osterhafen. Gucken, ob wir da Platz kriegen. Ansonsten müssen wir weiterschauen. Aber es ist nicht so viel los. Ich habe Hoffnung. Ich auch. Hier fängt dann langsam wieder die Industrie an. Auf dem Stück darf man nur 8 km/h fahren. Und da sollte man sich auch strikt dran halten. Ja, die nächste Brücke ist wieder sehr interessant. Das ist eine Radfahrerbrücke. Und da haben sie anscheinend links und rechts ein Gestell gebaut, dass die Radfahrer im Slalom jetzt hochfahren können. Und dadurch bleibt die Brücke jetzt dauerhaft oben. Da vorne, das zeigt doppelgrün an. Das habe ich auch noch nicht gesehen, doppelgrün. Aber ja, wir fahren einfach mal drauf zu. Der hat sein Dach runtergefahren. 2 Brücken, deswegen doppelgrün. Ui, da oben sind ganz viele Kinder mit den Fahrrädern unterwegs. Das ist ja lustig gemacht. Der Berufsgeber hat ja sein Fahrerhaus ganz nach unten gefahren. Wundert mich, dass er dann nicht durch die anderen Brücken noch so gefahren ist. Lustige Konstruktion. Hier war mal eine Brücke, die ist abgebaut. Und dann hat man hier so rechts und links 2 Brücken gemacht. Doppelrot. Hier ist doppelrot, deshalb musste der seinen Führerhaus runter machen. Das wäre hier nicht durchgekommen. 6,80 Meter ist aber für uns völlig okay. Danach kommt dann die Osterschleuse, Kanal 20 UKW. Die Osterschleuse ist in unsere Richtung gerade aktiv. Das heißt, es kommt uns gleich was entgegen und danach können wir auch schon reinfahren. Die Schleuse ist mit 190 Metern wieder lang genug. Das Berufsschiff vor uns, die Nassau-Kade, ist 110 Meter, haben also 80 Meter Platz für uns. Hinter uns kommt nichts mehr, also kein Problem. Wenn das Berufsschiff eingefahren ist, dürfen wir dann rein. Brücke ist auf, Schleuse ist auf. Jürgen hat poliert. Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht falle. Mal gucken, welche Seite ich nehme. Wir werden es windabhängig machen. Bleibt der da liegen? Der fährt noch, okay. Die Schleuse hat bestimmt 50 cm Hub, so wie es aussieht. So, jetzt liegen wir in der Schleuse. Es wird etwas Hub geben. 1,5 Meter Hub werden wir hier haben. Und gut, dass wir ein bisschen Abstand gehalten haben. Jetzt ist er wieder ruhiger. Das geht verdammt schnell hoch. Guck mal, die ziehen den Kabel lang. Von der unten drunter durch, wie es scheint. Der Berufsschiffer hat schon die Leinen los. Die Brücke ist schon aufgegangen. Rot-Grün wird angezeigt. Das bedeutet, es geht gleich weiter. Jetzt ist es grün. Berufsschiff wird raus. So, jetzt haben wir noch 2 Brücken in die Stadt rein und dann hoffen wir, dass wir im Hafen auch einen Liegeplatz kriegen. Da fahren wir jetzt langsam vor. So, die erste Brücke vor Groningen macht gleich auf. Mit der habe ich gefunkt.
Und im Osterhafen hat der Frank angerufen, sind auch noch 2 Plätze für uns frei. Das sieht also gut aus. Die Brücke Richtung unseres Zieles wird geöffnet. Dann haben wir noch eine Brücke und dann sind wir im Osterhafen. Auch das kann ich bestätigen, dass hier oben alle Brücken sehr, sehr schnell geöffnet werden. Noch gut bei dem Wind heute. Ja, jetzt geht sie zu. Die 2 Autos sind noch durchgekommen. Jetzt nochmal hier Wind aufgekommen ist, ist nicht schön. Da ist ja schon der Hafen, ne? Das ist doch klasse. Jetzt sind wir von der Osterhafenbrücke. Marina hat alle Fender vorbereitet. Und bei dem Wind draußen ist das auch ein Härtetest für unsere Headsets, ob ich da noch was verstehe bei Windgeräuschen. Unsere letzte Brücke für heute. Dann haben wir es geschafft. Und da ist auch schon der Hafen, wo wir uns anlegen werden. Das ist ein Pfannkuchenschiff. Unser Tagesziel liegt genau vor uns. Mitten in der Stadt Groningen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo die Hafenmeisterin uns hinführt. Die meint bestimmt die beiden Plätze hier. Oder? Oder da drüben. Okay, ich hab verstanden. Ja, die Hafenmeisterin kommt an. Ausfahren, ja. Und dann Steuerbord das Kanal da rein. Und dann da an die Mauer. Ich komme da rüber, ja. Okay, an die Mauer. Super. Und wir sollen hier rechts reinfahren an die Mauer. Fährst du vor, Jürgen? Dass die hinter uns gehen können. Wir gehen nach vorne, ne? Und, Eine hier und die andere. ja, okay. Was wollen Sie das da? Wir gehen weiter vorne. Noch ein Stück vor. Da unten ist auch dann der Strom. Ist alles gut. Vorne bist du verhaftet, Jürgen. Dankeschön. Haben wir hier doch einen Topplatz in der Stadt gekriegt. Gleich hinter dem kleinen Hafen an der Kade. Und ja, ist natürlich Straße und dementsprechend natürlich auch laut. Aber gut, das ist halt so beim Liegeplatz in der Stadt. Vorne ist die City und hier liegen gleich unsere Boote. Und jetzt gehen wir zum Hafenmeister oder zur Hafenmeisterin. Ja, schöne Azimut 42. Wieder, die waren auch gestern bei 4 Elementen. Jetzt sind wir hier beim Hafenmeister, im Hafenkontor. Wo liegen Sie da? Vor dem Stahlschiff. Ja, an der Mauer. Oh ja, die beiden. Beide, genau. Ja. Vom Hafenkontor auf der anderen Straßenseite geht es hier zum WC. Erste Tür rechts. Ja. Mit Radio. Oh, kannst du Musik hören. Du. Ja, ganz normal, 50 Cent. Ja. Ich aber hinsetzen, Okay. dass ich stehe. Ja, also wie in den letzten Häfen überall 2 Duschen, 2 Toiletten. Ja, Aber gemischt für. gemischt, ja. Alles gut. Wir sind hier mitten im Geschehen. Da drüben liegen wir. Und hier geht es auch schon in die Stadt. Es riecht gerade frisch nach Dope. Da hinten ist der Albert Heijn. Hier ist der Jumbo. Und wir gucken jetzt mal nach einem Kaffee. Also es riecht hier zumindest schon mal nach Coffee Shop. Wenn man das Zentrum sucht, dann sucht man mal die Kirche. Da hinten ist eine, da könnte es sein. Auf jeden Fall alles sehr verkehrsberuhigt hier. Hier ist schon das moderne, die alte Kirche und dann die moderne mit Hotel. Und wir wollen irgendwo Kaffee trinken. Wir haben was gefunden. Gucken, was es hier so gibt. Haben die auch gespart en zo. En dat is inderdaad zo'n Thomas-achtig, zo'n brommetje. Sehr viele Lokalitäten, sehr viele junge Leute. Als Universitätsstadt natürlich auch normal. Gleich in der nächsten Straße. Alles schön verkehrsberuhigt, keine Autos. Jetzt sind wir, glaube ich, am Fischmarkt. Man sieht ein riesiger Strand, diesen großen Platz. Und natürlich Eis geht immer. Frittwinkel Groningen.
Sieht schon nicht schlecht aus. Frisch, Pommes. Ja, so würde ich auch gern leben. Auf so einem Hausboot her, herrlich. Wir haben kein Glück. Wir haben hier eine Batterie kaputt von den Anlasserbatterien. Die dampft richtig. Der Jürgen muss die jetzt ausbauen. Und rausstellen. Und rausstellen. Weil das stinkt ja wie faule Eier. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, warum stinkt das bei uns im Boot so? Ach Mann, immer wieder was Neues und nicht Gescheites. Brauchst du 2 neue? Die andere auch? Wenn, dann sind ja beide gleich reingekommen. Dann müssen die auch beide gleich raus. Ist heiß. Die ist höllenschwer. Das sind ja auch nicht unbedingt die Dämpfe, die man einatmen sollte, ne? Jürgen hat die Batterie rausgenommen und bringt sie erstmal nach draußen. Wo willst du die hinstellen? Ja, jetzt hier draußen auf Land. Die qualmt und qualmt und qualmt. Die Batterie ist ausgebaut. Das habe ich noch nicht erlebt. Die hat gedampft wie ein Kochpott, wo das Wasser kocht. Und das hat dem Boot nach faulen Eiern geschunken. Gott sei Dank hat Marina das festgestellt. Und ja, jetzt werde ich heute Abend mal recherchieren nach 2 neuen Batterien. Ich könnte natürlich das so umbauen, dass wir über die zweite Batterie alles versorgen und starten können. Aber wenn, dann wollen wir neue haben und morgen werden wir das erledigen. Aber jetzt gehen wir erstmal essen. Mit Hund ist es gar nicht so einfach. Aber wir haben jetzt hier einen Italiener, Da Carlo, gefunden. Und da ist es auch kein Problem mit Hund. Auch sehr gemütlich. Oh, und da sind wir auch schon. 40 Minuten bei 40 Minuten. Also es ist sehr nah. Es ist sehr nah, genau. Ja, da war mir gar nicht bewusst. Und da habe ich als Kind Schule gemacht. Und, Ja. Ja. Da gibt es zweimal Pizza. Pizza Parma. Pizza Picante. Und der Rand sieht wirklich gut aus. Ja. Und einmal Ravioli und nochmal Ravioli. Das Da Carlo, ein kleiner, schnuckliger Italiener mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Servicepersonal war total nett. Wir haben uns hier wunderbar wohlgefühlt. Wir hatten Ravioli, die haben total gut geschmeckt. Claudia und Frank hatten Pizza und der Pizzateig war klasse. Er hatte richtig Geschmack, war schön dunkel am Rand. Dieses Lokal ist eine klare Empfehlung. Wenn man nicht den direkten Weg nimmt, sondern einen kleinen Umweg, dann kommt man an sehr schönen Häusern vorbei. Und für den Bordhund ist das hier auch eine ideale Strecke. Der Hafen von der anderen Seite. Am Abend hat sich das Wetter wieder beruhigt, der Wind ist nicht so doll und wir sind hier im Kanal. Jetzt haben wir noch eine Batterie ausgebaut und jetzt sind wir noch schiefer. Da ist Uber. Da kommt unser Auto, was wir gerade bestellt haben. Mit Uber geht es zum Kauf der neuen Batterien. Jetzt sind wir hier im Autogroßhandel und tauschen unsere Batterien aus. Zum Glück gibt es ja weltweit Uber. Man bestellt ruckzuck ein Auto und ist dann anschließend gleich in diesem Autobedarfsgeschäft, wo man neue Batterien kaufen konnte. Und jetzt sind schon die neuen Batterien an Bord. Besser geht's nicht, ne? Ja, aber Ja, du bist auch nicht mehr der Jüngste. Wir haben leider nur einen Griff, dass ich nicht mithelfen kann. Batterien sind im Boot, aber wir gehen jetzt erstmal da oben aufs Forum, bevor die dicke Regenfront kommt und bauen die Batterien dann später ein Mad Max Motorrad. So, jetzt sind wir am Forum. Riesiges Gebäude, so mitten in der Stadt. Da gehen wir jetzt mal hoch. Bar Bistro da und dann geht's hier noch die Treppen hoch. Dann schauen wir doch mal. Der Blick Richtung Hafen. Wenn nicht ein Haus davor wäre, könnte man sogar unser Boot sehen. Ein herrlicher Blick über die Stadt in Richtung Süden mit all den kleinen Häusern. Im Hintergrund sieht man den Grüngürtel. Am Hotel vorbei, der Blick auf den großen Markt, da haben wir gestern zum Mittag gegessen. Beim nächsten Mal in Groningen werden wir noch den Martini-Turm besteigen und dort hat man noch einen besseren Blick über die Stadt. Die Stadt nochmal. Es ist so ein bisschen aufgebaut, auch wie das Forum in Skagen. Da gibt es auch eine Bibliothek, wo man sich hinsetzen kann und arbeiten kann. Hier kann man auch den
Rolltreppen in die vertieften Etagen fahren. Da sitzen die ganzen Studierenden und es geht dann weiter hoch. Und interessant, überall sitzen Leute und lernen. Hier kann man sich auch Filme ausleihen. Und da ist noch ein Café. Wir sind jetzt auf der Hälfte. Hier ist das Labor für 3D-Druck. Da sieht man hier, was daraus hergestellt wurde. Und hier so ein 3D-Drucker. Sehr spannend. Das ist schon gigantisch hier gebaut. Und unten geht es dann auch noch weiter. An dem Stand, im großen Stand, gibt es Kibbeling. Ganz schön eine große Portion. Die kleine wie Marine hätte mir auch gereicht. Heute Mittag haben wir hier gegessen, aber weder die Pommes noch der Kibbeling haben uns wirklich überzeugt. Das Ganze ist hier so multikulti, hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Auch Waffeln mit Eis, sieht zumindest sehr gut aus. Die 2 neuen Batterien sind schon drin, das ging relativ schnell. Mit Uber die alten Batterien zum Autohändler gefahren, 2 neue mitgebracht, reingestellt. Kabel sind jetzt dran, ich muss nur noch die Pole festziehen. Und die Batterien haben auch 110 Ampere-Stunden, aber haben deutlich besseren Kaltschartstrom. Hoffen wir mal, dass das gleich alles funktioniert und dass jetzt uns nicht noch die Booster-Ruder-Batterien kaputt gehen. Du sollst nicht immer so rumumpen. Ja, aber das war eine gute Aktion. Das war im Prinzip in 2 Stunden erledigt. Ich habe gestern Abend noch recherchiert, wo hier der nächste Automobilladen ist, und mit der Uber-App war das Taxi auch in 2 Minuten hier. Und natürlich, was wichtig ist, man braucht gutes Werkzeug an Bord, sonst geht natürlich nichts. So ein Ratschenschlüssel hier ist schon ideal. Regelmäßige Kontrolle ist ja auch wichtig. Die Bilge ist trocken, soweit. Und ausreichend Öl drin. Und natürlich nach dem Ölwechsel ist das auch noch schön klar. Wir wechseln das Öl so alle 2 Jahre. Es ist nicht ganz voll. Wir könnten auch noch 1 Liter links und rechts nachschütten. Würde nicht schaden, aber grundsätzlich haben wir genug drin. Hier ist unser Boot. Und da gehen wir heute Abend essen. Wir wollen ja auch das Hafenlokal ausprobieren. Specialty Beers and Fine Dining. Mal gucken, wie fein das ist. Ja, sieht schon mal gut aus. Und ja, die lange Tafel ist immer besetzt. Aber hier ein schöner Tisch, schöner großer Tisch. Ja. Sehr schön. Damit. Ja, sehr gut. Flammsteak und Salat. Ja. Und wir haben Steak Tartare. Ja, und das ist die Panna Cotta neu interpretiert. Auch im Harbor Café war der Service gut, das Essen gut und die Preise sind okay. Also auch hier gibt es nichts zu meckern. Kurze Wege zum Boot, das macht Spaß. Man kann sein Boot beim Essen beobachten. Klare Empfehlung. Abends ist der Wind immer total weg und wir liegen hier wirklich schön ruhig. Dann beruhigt sich auch die Straße. Toller Liegeplatz. Der Wind, das himmlische Kind. Wir verlängern jetzt noch auf den 3. Tag, weil der Wind doch ziemlich stark ist und wir wollen ja weiter Richtung Norden. Da soll es ja noch mehr winden. Deshalb bleiben wir hier. Hier sind wir wunderschön geschützt. Jetzt müssen wir ein bisschen die Vorräte auffrischen. Der Albert Heijn und der Jumbo sind ja nicht weit. Das ist gar kein Problem. Schön ist, wenn man am ersten Tag gleich im Harbor Café essen oder trinken war und sich den WLAN-Key hat geben lassen. Der funktioniert hier auch wunderbar an Bord und ich kann jetzt die ganze Zeit mit meinem Laptop auch im Internet surfen. Das geht einwandfrei. Kleiner Tipp. Wir haben hier richtig aufgerüstet. Eine Kasse noch bar und dann hier geht es richtig los. Da merkt man, wenn die Studenten alle einkaufen gehen, dann Massenandrang. Hier riecht es wieder gut. Ja, hier ist auch eine Schlachterei. Hier geht alleine auf dem kleinen Stück vom Albert Heijn zum Boot gibt es 3 Metzger. So ein Fahrrad hätte ich gestern gebraucht. Damit hätte ich auch die Batterien tauschen können. Heute gibt es mal wieder Frühstück an Bord.
Das ist auch mal wirklich gut. Schönes Toast mit Ei. Genau, wir lassen es uns jetzt gut schmecken. Wir haben heute an Bord gegessen, aber Claudia und Frank waren auf dem Pfannekuchenschiff. Ja, wir waren heute auf dem Pfannekuchenschiff essen. Das war so gegen 1:45 und wir haben gedacht, wir wären die einzigen Gäste. Aber es waren sehr viele Leute da, insbesondere auch Eltern oder Großeltern mit Kindern und Enkelkindern. Und die haben jeweils so eine Krone aufgekriegt oder so eine Piratenmütze und das war natürlich genau das Richtige für die Kinder. Und die Pfannkuchen waren auch sehr, sehr gut und auch sehr dick, sehr mächtig und war super lecker. Da kann man auch eine Rundfahrt machen für eine Person. Das lohnt sich total. Ja, hier vorne im Hafen, da spürt man den Wind noch viel mehr. Wir liegen da hinten wirklich sehr schön windgeschützt. Und am Ende ist gleich das Pfannekuchenschiff. Hier nochmal ein Blick auf den Hafen mit dem Pfannekuchenschiff vorne dran. Der Hafen ist jetzt nicht wirklich groß. Also gegen einen ordentlichen Ansturm im Sommer, da reicht die Kapazität nicht. Und wenn man dann hier über die Brücke geht, dann ist da hinten Ikea, Mediamarkt und ein riesiges Industriegebiet. Hier auf der Seite ist Platz für große Schiffe, aber da drüben ist der Hafen. Hier kommen wir also nicht so direkt in die Stadt, muss also da hinten gleich über die Brücke. Zum Glück sind wir nicht hier gelandet, weil hier ist doch auch reichlich Wind. Drüben die Häuser scheinen alles Studentenwohnungen zu sein, denn da gibt es Unmengen an Klingelschildern und Briefkästen. Man kann ja auch wirklich hässliche Boote bauen. Hier muss tatsächlich die Brückenwärterin noch hinradeln und die Brücke öffnen. Die Osterbrücke geht auf hier und dann kommt tatsächlich ein Segler durch. Aus Köln. My Wheels Carsharing ist eine tolle Sache, ist auch gar nicht teuer. Aber ich habe mich da versucht mal anzumelden, aber ohne holländisches Bankkonto geht leider nichts. Ja. Es wird Wochenende. Hier auf dem Platz tut sich auch was. Solarbetriebene Autos. Hier ist eine Bühne aufgebaut. Also hier wird noch am Wochenende Action sein. In 18, 20 Minuten geht's los. Heute ist Freitag und auf dem Fischmarkt war heute richtig Markt. Oh, ein cooler Laden hier, Lebensmittellieferdienst. Da kann man alles sich zusammenstellen lassen. Das kommt dann in den Rucksack rein und wird ausgeliefert. Heute sind wir im Chia Fusion Street Food. Ein stylischer junger Laden. Und da schauen wir mal, was es heute zu essen gibt. Und die Vorspeisen sind da. Sushi, Sommerrollen, Frühlingsrollen, Ja. Filet und Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Und du hast Po-Suppe. Ich habe eine Po-Suppe. Und das ist ein Ramen. Ramen. Ja. Ich habe Chicken Curry. Chicken Curry. Und der Bimbam ist mit Beef. Ein schöner, stylischer Laden. Hat sehr gut geschmeckt. Auch heute haben wir gut gegessen. Preis-Leistung ist hier top. Das ist nicht teuer. Wer Po-Suppe oder Ramen oder andere asiatische Essen mag, der ist hier richtig. Groningen ist schon eine quirlige junge Stadt. Auch abends um 9:30 ist hier noch alles voll. Groningen ist toll, kann ich jedem nur empfehlen. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Wir haben hier wunderbar zentral und auch sehr windgeschützt gelegen. Haben noch um den 3. Tag verlängert, weil das Wetter nicht so optimal ist. Die Stadt ist Multikulti. Hier gibt es alles, was man möchte an Restaurants. Hier für jeden Geschmack ist was dabei. Man kann hier sehr gut shoppen. Die Stadt ist sehr jung. 25% der Leute sind hier Studenten. Das merkt man auf der Straße. Das macht hier Spaß. Und ich kann jedem nur empfehlen, mal hierher zu fahren. Jeder, der das Großstadtleben möchte, der wird sich hier wohlfühlen. Wir fahren jetzt weiter nach Zoutkamp. Bis zum nächsten Video.